Herr Bender, Sie als jemand, der diese Partei so gut kennt, so lange. Ich weiß, wir haben uns mal hinter den Kulissen länger darüber unterhalten. Sie haben ja auch dieses phänomenale Buch damals geschrieben. Es ist auch schön, dass Sie beide heute hier mal gemeinsam sitzen, weil Gerhard Knaus damals darauf hinwies, man muss das gelesen haben, weil Sie sozusagen die Radikalisierung dieser Partei so kongenial beschreiben, wie ich das sonst selten gelesen habe. Hey Leute, willkommen in der Realität. Markus Lanz macht mal wieder eine Sendung über die AfD, aber natürlich ohne jemanden von der AfD einzuladen. Stattdessen sitzt da Frauke Petry, die eigentlich gegen die Partei sprechen soll. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Sie verteidigt die AfD. Lanz ist völlig überfordert, sein Plan geht nicht auf und am Ende gibt er sogar genervt auf. Und als wäre das nicht genug, schwärmt er auch noch von einem Anti-AfD-Buch, als hätte er die Bibel des Weltfriedens in der Hand. Das müsst ihr euch anschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesem absurden Tag haltet. Auf geht's! Ja, bin gespannt auf diese Sendung. Frau Petry, die erste Frage vielleicht an Sie am Montag. Haben Sie das gesehen, die konstituierende Sitzung im Bundestag? Haben Sie das verfolgt? Ich habe es nicht im Detail verfolgt, weil ich tatsächlich einer richtigen Arbeit nachgegangen bin. Okay, ist auch sozusagen wichtig, sich das anzusehen, beziehungsweise die entscheidenden Teile, die Zusammenfassungen haben Sie mit Sicherheit gesehen. Sie wissen, was da passiert ist. Die AfD sitzt da mittlerweile mit 152 Abgeordneten. Wenn Sie dieses Bild hier sehen, auch sehr männerlastig, um es mal so zu sagen. Was denken Sie dann, Ihre ehemaligen Kollegen? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Na, ich glaube, es ist nicht so wichtig, was mir durch den Kopf geht, sondern Doch, mich würde das mal interessieren, weil Sie ja die allermeisten, die da sitzen, ja auch kennen. Das ist Ihre ehemalige Partei, die Sie dann auch auf ziemlich rabiate Weise losgeworden ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Leute da heute sehen, auch in dieser Stärke? Na, ich bin ja damals in der Position ausgetreten, als ich Vorsitzende war. Die AfD strickt ja gerne das Narrativ, sie wäre mich losgeworden. Tatsächlich bin ich zu einem Zeitpunkt gegangen, als es den meisten in der Partei nicht bewusst war und es auch vermutlich viele überrascht hat. Insofern nach fast 8 Jahren, die ich dieser Partei den Rücken gekehrt habe, habe ich das Gefühl, den Erklärbär immer wieder für die AfD spielen zu sollen, funktioniert schon deswegen nicht, weil diese Partei sich massiv verändert hat. Und tatsächlich kenne ich noch ausreichend Leute, mindestens vom Sehen. Ganz viele kenne ich auch nicht mehr. Heute hat die AfD in der Tat eine Fraktionsstärke, die sie damals nicht hatte. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass sie dort sitzt. Und obwohl ich in vielem einen Dissens thematisch habe, glaube ich, dass der menschliche Umgang, der mit ihr gepflegt wird, falsch ist. Also ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden zwischen den Gefühlen, die man vielleicht persönlich hat, und der demokratischen und politischen Vernunft. Und das, was bei der Konstituierung gelaufen ist im Bundestag, dass man der AfD wiederum einen Vizepräsidenten versagt hat, ist Wasser auf ihre Mühlen. Und das ärgert mich dann manchmal, weil ich sage, das ist einfach politisch dämlich von allen anderen Parteien, der AfD so leicht Punkte zu schenken. Das sollte man nicht tun. Man sollte mit ihr in die Auseinandersetzung, in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Das tut man nicht. Aber ist das nicht einfach Demokratie? Also ich stelle die Frage ja auch schon, die ganze Woche diskutieren wir ein bisschen immer wieder über dieses Thema. Sie stellen die Frage nach dem Bundestagsvizepräsidenten. Der wird ja gewählt. Ja, rein formal ist das in Ordnung. Genau, das ist legal, ist das alles in Ordnung. Der wird gewählt und der kriegt keine Mehrheit. Ist das nicht einfach schlicht und ergreifend Demokratie am Ende? Die Frage ist ja, was ist die Botschaft, die beim Wähler und beim Bürger ankommt? Und es ist völlig korrekt, juristisch, kann man gar nichts dran aussetzen. Trotzdem ist ja die Frage, was bleibt am Ende für den Bürger als politische Botschaft hängen. Und die politische Botschaft, die hängen bleibt, ist, man redet nicht miteinander. Und wenn Politiker eines beherzigen sollten, aus meiner Sicht, ist es grundsätzlich, miteinander zu reden, egal wie schwer es fällt, egal wie wenig inhaltlichen Konsens man erzielt. Aber miteinander im Gespräch zu bleiben, ist schon deswegen wichtig, weil wir am Ende alle in einem Land leben, in einer Gesellschaft. Ja, okay, das ist sozusagen jetzt der Appell an die andere Seite. Wie geht's Ihnen, wenn Sie an beide Seiten. Genau, wenn Sie den Sound von der rechten Seite, wenn Sie den hören. Also ist das ein Sound, ist das ein Ton, der darauf
ausgerichtet ist, Konsens herzustellen, in irgendeiner Form aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig die Hand zu reichen? Oder ist das ein Ton, der Sie irritiert, wenn Sie jemanden wie Stefan Brandner zum Beispiel hören? Ach, die Töne irritieren mich seit ganz langem. Ich hatte auf dem Weg hier rein ein ganz nettes Gespräch mit Frau Brandner von den Grünen, die sich über die verschärfte Unmenschlichkeit im Parlament beklagte und ich das nachvollziehen kann. Ich mich allerdings auch erinnern kann, dass schon 2017 man nicht gemeinsam im Aufzug fuhr und man sich nicht begrüßte oder verabschiedete. Also es gab auch damals, als diese Partei noch recht frisch im Parlament war, keinen normalen Umgang miteinander, der sicherlich von beiden Seiten gespeist wird. Aber die Frage für mich ist doch nicht, wie wahr ist, sondern wie soll es werden? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem Land zusammenleben wollen, dann müssen wir an diesem Gebaren trotzdem etwas ändern. Und das geht nur wie in jeder menschlichen Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft, wenn beide aufeinander zugehen. Und das ist, also ich sehe momentan den Weg dorthin nicht. Ich sage nur, ich glaube, da kann nur jeder bei sich selbst anfangen. Und so wie das im normalen Leben gehen muss, muss es auch in der Politik gehen. Herr Bender, Sie als jemand, der diese Partei so gut kennt, so lange. Wir haben uns mal hinter den Kulissen länger darüber unterhalten. Sie haben ja auch dieses phänomenale Buch damals geschrieben. Es ist auch schön, dass Sie beide heute hier mal gemeinsam sitzen, weil Gerhard Knaus damals darauf hinwies. Ein Buch aus dem Jahre 2017 mit dem Titel »Was will die AfD?« Ich hoffe, Sie legen es demnächst endlich mal wieder neu auf. Man muss das gelesen haben, weil Sie sozusagen die Radikalisierung dieser Partei so kongenial beschreiben, wie ich das sonst selten gelesen habe. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Ist das sozusagen eine neue Stufe der politischen Auseinandersetzung? Ich habe das in dieser Woche gemerkt, wenn man mit Abgeordneten spricht, mit Leuten spricht, die im Bundestag dabei waren bei dieser Sitzung. Das war anders. Das war ein historischer Moment. Sagen auch das, was darum herum passiert. Ja? Während früher sozusagen Kollegen von Phoenix oder so, vielleicht noch 2, 3 Leute vom ZDF, wie auch immer, standen da oben, haben das mit ihren Kameras dokumentiert. Jetzt stehen da ganze Teams von AfD-Abgeordneten, die dann ihre eigenen Dinge machen, ihre YouTube-Kanäle speisen für TikTok und so weiter. Das heißt, das hat sich unglaublich professionalisiert und der Umgang ist sehr rau und ist so, wie es Frau Petri beschreibt. Genau, also was Frau Petri anmahnt, ist, glaube ich, genau das, worauf die AfD es jetzt gar nicht mehr anlegt. Also wenn Herr Baumann sich hinstellt und schon vor der Wahl sagt, das sind die Kartellparteien, die es überhaupt nicht mehr demokratisch darauf anlegen, uns zu unserem Recht kommen zu lassen. Ich finde, man muss diesen Ton mal vergleichen mit dem Ton der Bundestagsvizepräsidenten, die tatsächlich gewählt wurden. Wir wurden gefragt, nehmen Sie die Wahl an? Die sind aufgestanden und haben sich bedankt für das Vertrauen der anderen. Und das ist sozusagen der demokratische Ton. Man wirbt um Mehrheiten, man bemüht sich, man baut Brücken, man versucht eine Gemeinsamkeit herzustellen. Und die AfD macht genau das Gegenteil. Und Herr Brandner, der schon erwähnt wurde, der stellvertretende AfD-Vorsitzende, hat getwittert neulich und hat gesagt, ich will Freiheit, ich will die Altparteien nicht mehr, wer sieht das genauso wie ich. Also Freiheit bedeutet für Herrn Brandner, wenn es nur noch eine Partei gibt, nämlich seine eigene. Und das ist sozusagen das Gegenteil von Demokratie, das Gegenteil von Liberalismus. Und da geht die Reise hin, offenbar. Ja, es kommen auch so Wörter, Kartellparteien. Ja. Also es ist kein Kartell, wenn man gewählt wird und im Bundestag sitzt. Ja. Ne? Und ein Kartell ist ja eigentlich, das ist, wenn Firmen sich absprechen, um die Konkurrenz zu vernichten. Die stecken alle unter einer Decke. Und die stecken nicht, also die Linkspartei steckt sicherlich nicht unter einer Decke mit der CSU. Ne? Und was es eigentlich ist, finde ich, wenn man schon in so einem Firmensprech drin ist, die AfD hat ein Monopol. Sie hat ein Monopol darauf, wirklich eine zerstörerische Kraft im Parlamentarismus zu sein. Es gibt in der Linkspartei auch extremistische Strömungen und die werden auch beobachtet. Aber die verhalten sich trotzdem anders im Parlament. Und sozusagen, das ist diese Alleinstellung der AfD ist etwas, das sie selbst schafft, finde ich, im Parlament. Und dann beklagt sie sich wortreich darüber. Dabei könnte sie es selbst ändern. Also was Frau Petri sagt, ist ja völlig richtig. Die müssten auch auf die anderen zugehen. Und dann dürften die anderen, wenn die Hand wirklich ernsthaft ausgestreckt wird, dürften sie die auch nicht ausschlagen. Ich bin über das Wort Schrumpfgermanen gestolpert. Das ist NS-Jargon, ne?